Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um das Concept Learning bzw. das induktive Lernen. Und was das genau ist, also nicht wieder so ein Konzept wie letztes Mal, keine Sorge, aber es ist eine spezielle, ziemlich interessante Lernart. Und zwar habe ich das schon mal am Anfang erwähnt, wir haben einen gewissen Satz an Trainingsbeispielen und folgern einfach daraus, dass die Sachen wahr sind, beziehungsweise dass eine gewisse Hypothese wahr ist, obwohl wir es eigentlich gar nicht wissen. Wie sieht das also aus, wenn wir hier die Daten haben? Wir haben zum Beispiel eine Menge aus Filmdaten, also zum Beispiel, es ist eine Komödie, warum kann ich denn jetzt nicht schreiben hier schon wieder? Es ist eine Komödie, dann haben wir, es ist ein Actionfilm, es ist ein Drama. Ihr wisst ja mittlerweile, kann man die eigentlich mehrere Genres auf einmal nehmen. Es gibt eine Romanze in dem Film und am Ende haben wir, ist der Film gut. Das ist sozusagen unser Label und wir machen wieder mal überwachtes Lernen hier. Das heißt, wir haben am Anfang einen gewissen Satz an Trainingsdaten und hier am Ende sagen wir, der Film hat uns gefallen oder hat uns nicht gefallen. Wie man hier mit Ratings umgeht, das werden wir vielleicht irgendwann mal sehen, aber hier in der Serie oder in dem induktiven Lernen jetzt gerade nicht. Hier kommt einfach nur gut, ja oder nein raus. Okay, also sagen wir mal, wir haben eine Komödie. Da schreibe ich jetzt einfach mal ein X rein. Und ich mache hier das Ganze mal mittig. So soll es ja auch sein. X bedeutet, es war gut oder es war so. Und Minus bedeutet nein. Okay, es war ein Actionfilm. Es war kein Drama, es gab keine Romanze und der Film war gut oder hat uns gut gefallen. Es ist ja immer subjektiv. Wir wollen ja rausfinden, was mag der User zum Beispiel. Dann hatten wir eine Komödie. Kein Actionfilm, ein Drama. Und keine Romanze, der Film war auch gut. So, dann hatten wir eine Komödie, Action, Drama und Romanze. So, und der Film hat uns jetzt nicht so geil gefallen. Dann hatten wir mal nur Action und den Film fanden wir auch geil. Und dann hatten wir vielleicht noch einen Film, der war das hier und der hat uns auch nicht so gefallen. So, nicht Minus, sondern einfach nur... So, bitte. Dankeschön. Okay. Und aus diesen Daten wollen wir jetzt rausfinden, was mochte denn der User jetzt und was nicht. Habt ihr wahrscheinlich schon intuitiv gemacht und habt euch gedacht, okay, also da passt irgendwas nicht so richtig zusammen oder es passt super gut zusammen, ich habe schon eine Lösung oder so. Aber wie bringen wir jetzt unserer Maschine bzw. unserem Algorithmus bei, wie das Ganze funktioniert? Und da gibt es mehrere Ansätze, nämlich zum Beispiel more general than or equal, müssen wir uns erstmal noch definieren. Und das wird im Algorithmus stark benutzt. Also, ja. Wir sagen, ich sage jetzt hier einfach mal dev unten drunter, wir arbeiten jetzt in dem Programm, finde ich gar nicht so verkehrt, vor allem für diese Beispiele hier, dass wir die immer sehen können. Wir sagen ganz einfach more general than or equal. Ihr könnt es gerne mal ausschreiben, nennt sich more general than or equal. Das ist eine Relation, das heißt, es ist möglich, zwei Hypothesen da reinzustopfen. Das ist sozusagen eine Funktion. Also more general than or equal von Hypothese 1 oder Hypothese I, je nachdem wie ihr Bock drauf habt. Und Hypothese J ist wie folgt definiert. Warum habe ich nicht genug Platz? Das ist schlecht. So. Achtung, jetzt haben wir hier Hypothesen drin. Das hier sind im Prinzip auch nochmal Funktionen, die wir aufrufen können. Also zum Beispiel kann ich sagen, H ist jetzt auch eine Hypothese, es ist jetzt nicht HI, sondern irgendein H. H von X, wobei X so ein Trainingsdatum ist oder irgendein Datum, also irgendwelche Daten von hier oben. Zum Beispiel eine Komödie, Action, kein Drama, keine Romanze. Also H von X ist der linke Teil, diese vier Dinger hier als in einer einzigen Zeile. Achtung, der hier gehört nicht dazu. Und dann sagen wir, bei der Hypothese kommt zum Beispiel true raus, also wahr, wenn hier gut steht. Das heißt, H von X wäre jetzt zum Beispiel true bei Komödie, Action, not Drama, not Romanze. Okay? Also die beiden nicht und die beiden ja. Dann kommt hier gut raus. Okay. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Das kann ich natürlich auch mit HI und HJ machen. Und ich kann jetzt hier verschiedene Hypothesen aufstellen. Wann ist denn so ein Ding gut und wann ist es nicht gut? Zum Beispiel, wenn es eine Komödie ist,
naja, gut, da kann ich nichts drüber sagen, weil hier hinten gibt es ja auch nochmal ein nicht guter Film, obwohl der eine Komödie war. War also nicht so ganz in Ordnung. Aber ich kann zum Beispiel hier sagen, Action war immer gut, denn wir haben beide Actionfilme, wir hatten nur 2 Actionfilme, aber die fanden wir beide gut. So, und das ist jetzt eben zum Beispiel eine Hypothese. Und wie kommen wir auf die mit dieser Relation more general than or equal? Da können wir vielleicht noch ein bisschen was damit machen. Müssen wir jetzt erstmal definieren. Eine Hypothese ist allgemeiner oder gleich allgemein wie die andere Hypothese. Also HI ist gleich allgemein oder allgemeiner als HJ. Genau dann, immer wenn, ich schreibe das jetzt tatsächlich sogar in Deutsch hin, macht ja eigentlich nichts. Immer wenn HI von x gleich 1, dann auch HJ von x gleich 1. So. Und über die andere Richtung machen wir keine Aussage. Das heißt, wenn wenn HI von x nicht gleich 1 ist, dann kann HJ von x machen, was es möchte. Okay? Es ist im Prinzip eine Implikation für die Leute, die die Logikvideos bei mir gesehen haben oder die das Thema sowieso schon kennen. Das heißt, wir haben hier, immer wenn HI 1 ist, dann ist auch HJ 1. Und das bedeutet, dass HJ, falsch rum geschrieben. Wir wollen das natürlich für HJ machen. Ich habe oben drüber die Buchstaben ein bisschen vertauscht. So, immer wenn HJ 1 ist, dann ist auch HI 1. Das bedeutet, dass HJ allgemeiner ist als HI. So, okay? Gut. Und was wir jetzt damit machen können, ist, wir können uns einen Algorithmus schreiben. Den schreibe ich jetzt wieder mal hier drüben, weil das hier doch irgendwie, glaube ich, einfacher geht. So, was machen wir jetzt hier? Der Algorithmus nennt sich Specific to General. Und ja, was wir machen wollen, ist Folgendes. Wir wollen eine Hypothese finden, die auf den Daten funktioniert. Wir sagen am Anfang, die Hypothese H, über die wir immer wieder verändern werden, ist einfach eine Menge aus n. Ich schreibe hier jetzt einfach mal n rein. Was das bedeutet, ist Folgendes. N bedeutet, dass kein einziger Wert hier erlaubt ist, damit die Hypothese wahr ist. Das ist jetzt kompletter Schwachsinn, das kann man ja schon sehen. Wo ist es denn? Ich habe so viele Fenster offen, verdammt. So langsam werden es viele, tut mir leid. Okay, wir haben, also es darf keine Komödie sein. Es darf, oder nee, noch besser, es ist nicht möglich, hier hinten was Gutes rauszubekommen, egal ob es eine Romanze ist oder nicht. Es wird nie was Gutes hier hinten rauskommen, egal ob Drama oder nicht. Hier hinten kommt eh nichts Gutes raus und Action und Komödie auch nicht. Ziemlich pessimistische Weltansicht, aber damit kann man anfangen. Das ist sozusagen unser Startpunkt, bevor wir irgendwie so richtig loslegen. So, und jetzt nehmen wir uns alle Hypothesen, die wir schon hier haben. Also sowas wie das hier, wissen wir ja, dass es gut ist. Wir wissen ja zum Beispiel, dass x, not x, dass es auf jeden Fall was Gutes liefert. Genauso bei dem hier und genauso bei dem hier wissen wir, dass es was Gutes liefert. Okay? Und das bedeutet, wir machen jetzt einfach, wir nehmen diese 3 Hypothesen, die mir hier was Gutes liefern, sozusagen, und benutzen die, um diese Hypothese hier ein bisschen aufzuhübschen, also nicht mehr ganz so pessimistisch. So. Und dazu sagen wir jetzt, okay, wir nehmen uns dieses komische Gebilde hier. Ich mache es jetzt mal für den allgemeinen Fall und dann schauen wir uns nachher an, wie das konkret aussieht. Wenn jetzt ausgewertet, also erstmal eine For-Each-Schleife brauchen wir. For-Each, ich nenne es jetzt HI, in Groß H. Groß H ist aktuell einfach meine Datenmenge, also das hier wäre Groß H, ja. Wir filtern diese Liste noch, mit HI von x gleich 1, also wir wollen nur die wirklich auch ein Gut ausgeben, alle anderen interessieren uns nicht. So, und mit diesen ganzen Hypothesen machen wir jetzt was. Wir sagen, wir stopfen, diese Klammern mache ich irgendwie schon aus Reflex, die braucht man im Pseudocode logischerweise nicht. Wir stopfen das, was hier dieses 1 ausgibt in HI, stopfen wir erstmal in H rein und gucken, was dann passiert. Falls das 1 ist, dann
überspringen wir das Ganze, Continue. Und ansonsten müssen wir lernen. Und lernen tun wir, indem wir sagen, wir ersetzen die Attribute in H und machen sie general, also more general halt, genereller, also allgemeiner, um genau zu sein. Danke, jetzt habe ich das Wort, mein Gott. Okay, sodass H allgemeiner wird. Okay, jetzt ist es immer noch sehr abstrakt. Ich zeige euch einfach, was dabei passiert. Am Ende haben wir eine möglichst gute Hypothese auf den Lerndaten, die wir hier bekommen haben. Ich schiebe das hier mal jetzt ein bisschen runter, das brauchen wir nicht mehr. So. Okay, also wir initialisieren unsere Hypothese h von x. Ich schreibe einfach mal hier h hin, damit wir das auch sehen, was damit passiert. Wir wollen hier hinten dann am Ende nur die guten rausbekommen. Und ja, okay, wir initialisieren mit, ich schreibe jetzt einfach mal Raute dafür. Das bedeutet, oder nee, wir hatten mit n angefangen, also machen wir auch mit n weiter. Wir sagen, es darf kein Wert drin sein. Es kommt hier hinten eh nie gut raus. So, dann haben wir schon das erste Gegenbeispiel. Es kommt nämlich gut raus. Dann sagen wir einfach, okay, wir machen diese Hypothese hier jetzt allgemeiner, also so, dass tatsächlich irgendwann mal gut rauskommen kann. Naja, im ersten Fall kommt natürlich nur so gut raus. Das heißt, wir haben am Ende, oder als ersten Schritt hier, es muss eine Komödie sein und es muss unbedingt ein Actionfilm sein, also beides muss sein. Es darf kein Drama sein und es darf keine Romanze sein, damit der Film gut ist. Okay, so, als nächstes haben wir hier aber eine Komödie, die auch gleichzeitig ein Drama ist, die für uns einen guten Film dargestellt hat. Das heißt, unsere Hypothese hier, dass es kein Drama sein darf, war offensichtlich falsch. Es darf durchaus ein Drama sein, aber es muss immer noch eine Komödie sein. Was man jetzt hier macht, ist einfach, ich schreibe ein O hin, da ist uns dann egal, was es ist. Also, O bedeutet, mir ist wurscht, was es ist. Das passiert erst im Schritt drauf. Ich schreibe das hier unten hin. X, es muss, stopp, das X war auch schon zu viel. Es muss immer noch eine Komödie sein, damit wir hier ein Gut bekommen. Aber bei Action, wir haben hier auch ein Beispiel für einen Nicht-Action-Film, den wir gut finden. Das heißt, es muss kein Actionfilm mehr sein. Es ist uns egal im Prinzip, ob es ein Actionfilm oder nicht ist. So, es muss kein Drama sein, denn wir haben ein Beispiel dafür, dass es ein Drama ist, aber wir haben auch ein Beispiel dafür, dass es kein Drama ist, dass es gut am Ende bei rauskommt. Das heißt, hier haben wir auch wieder ein O, ist uns auch der Wert völlig egal, aber es darf immer noch keine Romanze sein. So, nächster Film, Nächster Film liefert uns kein gutes Beispiel, das heißt, wir überspringen den einfach. Dann, der liefert uns wieder ein gutes Beispiel und hier haben wir jetzt eine Komödie, keine Komödie, das heißt, hier ist es uns dann auch egal, was wir für einen Wert haben. Und bei Action haben wir hier einen Strich, aber da war es uns ja eh schon egal, was es ist. Beim Drama war es uns schon egal und es darf immer noch keine Romanze sein, damit es ein guter Film ist. So, und jetzt sind wir alle guten Beispiele durch. Das will ich immer noch nicht. Jetzt sind wir alle guten Beispiele durch. Das nächste ist wieder negativ, das heißt, überspringen wir wieder. Und das hier ist jetzt unsere allgemeine Hypothese. Uns ist egal, ob es eine Komödie ist oder ob es keine ist. Egal, ob es ein Actionfilm ist oder keine, egal ob Drama oder nicht, aber es darf auf keinen Fall eine Romanze sein. Das ist unsere Hypothese, was ein guter Film ausmacht. So, ich glaube, das war erstmal genug für heute. Das war der Specific to General Algorithmus. Nächstes Mal gibt es ein kurzes Video dazu, wie man die andere Richtung machen kann, nämlich vom möglichst nicht allgemeinen Fall zum möglichst spezifischen Fall. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dann, ciao, ciao.